Morgen, ihr Lieben. Die Sonne geht über dem italienischen Festland auf. Wir konnten direkt den Sonnenaufgang von unserer Dinette aus beobachten und haben wirklich, wirklich gut geschlafen. Das Meeresrauschen im Hintergrund hat mit Sicherheit ordentlich dazu beigetragen. Die beiden Damen sind schon unterwegs, ihre Gassi-Runde erledigen, sind aber gleich wieder da. Ich kümmere mich jetzt ums Käffchen. Ah, da reden wir schon von. Wer kommt denn da? Willst du mal Hallo sagen? Oh, Stretching. Komm mal zu mir. Komm mal her, sag mal Hallo. Guten Morgen von der Alma. Denke, die wartet jetzt auf ihr Frühstück. Das soll sie ja auch bekommen. Die erste Fähre hat schon abgelegt, 7:15 Uhr, und bringt wieder Auto und Mensch zurück aufs Festland. Und in diesem Fall der Sonne entgegen. Ganz bestimmt kein Geheimtipp mehr. Dennoch möchten wir es euch mal kurz zeigen. Wenn wir an solch wunderschönen Plätzen stehen, die dann auch ab und an mal ein bisschen windiger sein können, und wir unseren Kaffee zubereiten, dann reicht manchmal einfach der Windschutz durch die Glasplatten hinten nicht aus. Wir haben aus dem Zubehör, Outdoor-Zubehör noch zu Hause gehabt, einen Windschutz, Klapper leicht aus Alu, und den stellen wir dann einfach um die Kochfelder drumherum. Und schon ist das Problem gelöst, Energieeffizienz ist gesteigert und der Kaffee oder das Kaffeewasser schneller warm. Ja, wie das Leben so spielt, wir haben uns entschlossen, doch nicht noch den Tag heute hier zu verbringen am Strand, sondern suchen uns nochmal ein anderes Plätzchen, auch wieder ein 4x4 Platz, den ich rausgesucht habe, in der Hoffnung, dass da oben ein bisschen Platz ist. Man sieht es auf Google Maps ja nicht immer so super optimal. Hätte aber den Vorteil, wir wären morgen nur 10, 12, 13 Minuten Fahrt von der Fähre weg. Da die ja relativ früh geht, ist es uns dann doch lieber, wenn wir dann direkt in der Nähe sind und nicht noch eine Dreiviertelstunde hier über die Insel gurken müssen. Ja, wir nehmen euch mit. Gleich geht's los. Guten Morgen, ihr Lieben. Leider heißt es für uns heute Time to say goodbye. Das war so schön hier, aber es hilft nichts. Heute mal eine etwas andere Perspektive. Ich werde jetzt mal ein Stück vorgehen und sage auch Tschüssi. Schöner Platz, aber für uns geht's jetzt weiter. Einmal komm, Wacker. Aber da wir morgen auch ganz früh an der Fähre sein müssen und das Wetter jetzt nicht mehr ganz so schön ist, fahren wir jetzt näher an den Hafen ran, auf einen Wohnmobilstellplatz oder vielleicht auch freistehend. Das werden wir dann sehen. So, komm, Wacker! Ich glaube, das nennt man Viehtreiber. Da haben wir die Stelle, die der Sven meint. Jetzt muss ich mal gucken gehen, ob ich das irgendwie hinbekomme. So sieht es da aus. Ja, das war doch ganz entspannt. Ah, okay, da oben wäre ich eh nicht dran gekommen. Gucken wir, ob er dann noch eine Stelle meint. Ich sehe noch nichts. Ah, da oben wieder. Da kommt er angepirscht. Ja, den Busch kann ich nicht beiseite drücken. Fast gerade so. Und jetzt so schön. Warte, stopp! Jetzt noch die letzten paar Meter bis zur Straße. Das Schlimmste in Anführungszeichen haben wir geschafft. Ja, das hört sich immer echt fies an, ne? Am Lack, aber gut. Wer gute Stellplätze will, muss dafür bezahlen. Egal wie. Ja, das ist mal so.
Gut, dass es ja Folierer gibt, aber wenn wir zu Hause sind, haben wir schon gesagt, bekommt unser Dexter mal eine professionelle Innen- und Außenreinigung, dann lassen wir den auch nochmal polieren. Was heißt nochmal? Ich meine, der ist jetzt erst 8 Wochen alt, das gute Stück. Dann lassen wir ihn aufpolieren und dann gucken wir mal, was an den Kratzern oder von den Kratzern noch übrig ist. Seht ihr den Himmel? Ja, Das ist zieht sich ein bisschen sehr zu, ne? hohe Luftfeuchtigkeit. Oh, hier müssen wir nochmal, damit wir da nicht wieder reinballern, Das haben wir gestern nicht gesehen. hier den Hubbel, ne? Ja, einfach voll drüber marschiert. Der sah, oder ist übler, wie er aussieht. Fahren wir hin. Hier ist alles frei. Okay, dann ab auf Asphalt mit uns. Zurück in die Zivilisation. 45 Minuten Fahrt, 24 Kilometer. Was sagt die Uhrzeit und die Temperatur? 8:18 Uhr, 24 Grad. 26 bis 27 soll heute werden. Ist aber auch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, ne? Ja. Muss ich sagen. Das merkt man schon. Die Sachen sind alle sehr klamm und Ja. ist eine schwere Luft zum Atmen. Ja. Da wollte das Navi uns doch wieder durch die schmale Straße oder den schmalen Pass führen von gestern mit 2 Meter Breite. Das haben wir uns dann jetzt mal geschenkt. Das ist die SP32. Die ist nur mal als Info für euch, wenn ihr in der Tat wirklich über 2 Meter breit seid. Wir sind nur 2,6 Meter plus Spiegel. Die kann man einklappen. Wenn euch da jemand entgegenkommt, ist es verdammt knapp. Wirklich verdammt knapp. Wir haben uns jetzt entschieden, die SP26 zu nehmen. Die führt eben am Berg außen vorbei. 3 Kilometer länger. Die sind wir noch gar nicht gefahren. Wir wollen ja auch ein bisschen was von der Insel sehen. Jetzt haben wir 4-5 Minuten mehr Fahrzeit, aber das ist, glaube ich, wirklich nicht das Problem. Notiz an mich selbst. Vor der Abfahrt die ganzen Schränke checken, ob die Druckknöpfe befestigt sind. Erspart während der Fahrt Schrecken und Geklapper und ja, später auch das Aufräumen. Anfahrt zu unserem nächsten Stellplätzchen. Noch ist alles gut. Ob das hier eine gute Idee ist, wird sich dann zeigen. Das ist schon wieder alles sehr schmal. Ja, und zack, sind wir falsch gefahren. Hättest du denn da abbiegen sollen? Unten auf der anderen Straßenseite bestimmt. Hier ist nämlich vorbei. Ende, Schluss, aus, Mickey Maus. Ist da ein Graben? Ja. Nein. Der nächste Versuch. Da sind wir einmal falsch abgebogen. Das hier sieht schon eher nach uns aus. Da oben sind wir nämlich dann doch bei 2 weit ab vom Schuss gebauten Häuschens gelandet. Na gut, man muss halt auch immer ein bisschen gucken, was sich so für Gegebenheiten vor Ort rauskristallisieren. Hier ist ein bisschen holperig, aber das macht uns ja nichts. Bisschen Waldboden. Ja, sind ja auch gleich schon da, auch mit dem Mini-Hündchen. Die Wanderer, die gucken halt immer ein bisschen skeptisch. Naja, kriegen wir nicht jeden Tag zu sehen, ne? Ja, und hier wackelt und klappert es wieder. Aber die Schränke sind diesmal zu. Die Schränke sind zu, ja. Ja, gibt keinen Grund zu meckern. Dafür haben wir das Fahrzeug gekauft. Genau. Wenn das Auto nicht meckert, haben wir auch nichts zu meckern. Und es ist wie so oft, die Fahrzeuge oder was auch immer können mehr ab wie die Besatzung. Ja. Ja, jetzt würde ein bisschen steiler. Naja, und hier tummeln sich halt auch nicht die Touris, ne? Na, sehr unwahrscheinlich. Gut, morgen müssen wir hier natürlich wieder runter, wenn es dann zur Fähre geht, aber da sind wir ja wieder ausgeschlafen. Aber wir haben jetzt auch gerade erst mal 8:45, 20 nach 9 irgendwie sowas.
Alles ganz entspannt. Kann man sogar noch einen Kaffee dabei trinken. So, hier wird was holperig, festhalten. Ja, ein bisschen Bodenfreiheit kann hier nicht schaden. Bei den Wetterbedingungen, ob jetzt ein Allrad sein muss, weiß ich nicht, aber ein Tacken höher gelegt, glaube ich, ist schon nicht schlecht. Ach, wunderbar. So, gleich haben wir es vielleicht geschafft. Natürlich hier auch insgesamt ein Eldorado für die Crossfahrer. Auch an den anderen Plätzen, an denen wir waren, da sind die auch voll auf ihre Kosten gekommen. Ja, das kann man so sagen. Ja. Ne? Wobei es jetzt auch nicht übermäßig viele waren, die wir gesehen haben, aber sind hier schon ein paar unterwegs. Hätten wir das damals gewusst, das wäre auch was für uns gewesen. Ja, da wären wir mit Sicherheit mit dem Motorrad auch mal hier gelandet. Ja, bestimmt sogar. Gut, die Zeit für uns ist auch rum, das ist auch klar. Ja. Alles zu seiner Zeit. Ja. Jetzt sind wir happy, so wie es im Moment ist. Ja. 350 Meter noch. So, machen wir das mal ganz ein bisschen vorsichtiger hier. Ja, ab und an merkt man so ein bisschen Schlupf haben wir am Rad. Aber dann greift der Allrad. Ich meine, ich habe den jetzt auch noch nicht verriegelt. Also ich rede nicht von der Heckdifferentialsperre, sondern noch sind wir mit dem intelligenten Allradsystem hier unterwegs. Und das macht der ganz hervorragend, muss man sagen. So, machen wir mal hier. Ja, nichts mehr weiter holen. Dann haben wir nicht den Riesenstein da. Oh, 230 Meter noch. Ja, hier oben müssten wir eigentlich noch ein Plätzchen kriegen. Ne? Ja. Das wird ja mit dem Teufel zugehen, wenn hier oben der kleine Platz, den wir da gesehen haben, Ausgebucht. ausgebucht ist. Ja, genau. Na, hier muss man ein bisschen auf die Auswaschungen aufpassen, wo wir langfahren. Zack, zack, zack. So, hier nochmal ein kleines Schlagloch. So, jetzt brauchen wir aber einen ersten Gang, damit wir hier auch rumkommen. Kommen wir trotzdem nicht rum. Egal. Da geht's weiter. Junge, Junge, jetzt wird steil. Dann rein damit. Ja, aber da hinten an der Kurve sind wir auch schon da. Wie sagen das die Österreicher? Reversieren. Da mussten wir mal reversieren. Ja, ich glaube, da haben wir es schon gleich geschafft. Ja, das sieht gut aus. Wenn du hier hochfährst, hältst du das gar nicht für möglich, dass hier oben dieser schöne Platz ist. Ja, noch haben wir nicht gesehen. Ja, aber Ne? Ja. anhand der Bilder Ja. ist das hier so ein bisschen... So, da ist schon mal privat. Aber Aber da fahren wir ja auch nicht hin. So, aber hier irgendwo sollten wir doch ein Plätzchen finden. Hier hat auch schon mal jemand ein Feuerchen gemacht. Lieber da oder lieber hier auf der... Lieber hier, ne? Ja. Dann drehen wir uns direkt in die richtige Position für morgen. Es wäre ein Träumchen, wenn wir das bei uns zu Hause hätten. Solche Möglichkeiten, das kannst du ja voll vergessen. Das kannst du komplett vergessen, ja. Das muss und aus. So, dann richten wir uns mal aus. Gut, mit Ausblick ist hier oben nicht viel, aber dafür sind wir komplett alleine bis jetzt. Da wir ja sehr früh, wir haben jetzt 9:44 Uhr, an unserem neuen Stellplatz als guten Ausgangspunkt morgen früh für die Fähre schon angekommen sind, haben wir uns gedacht, gibt's ein kleines Frühstückchen. Wir nehmen den Omnia mit unserem Roadbaker Deckel. Magst du dir mal kurz zeigen? Den haben wir nämlich doch vor dem Urlaub bestellt. Das Coole daran ist, wer ihn noch nicht kennt, der ist durchsichtig oben, also mit Glas. Dann kann man da nämlich schön brav hergehen
Und immer reingucken, ohne den Deckel abzuheben und den Gargrad feststellen. Das packen wir jetzt mal hier schön auf unseren Gaskocher und dann zeigen wir euch nachher mal das Ergebnis. Die Brötchen aus dem Omnia sind fertig. Die sehen, glaube ich, ganz gut aus. Oder? Da kann man nicht meckern. Aus den Einzelbrötchen scheint aber irgendwie ein Brötchenkranz geworden zu sein. Auch nicht schlimm, die können wir ja brechen. Jetzt gibt es eine riesen Portion Bacon aus unserer Jägerpfanne und dann haut die Bärbel da noch ein paar Eier rein, also Rührei. Rührei gibt es dann hinterher noch dazu. Ja, ich freue mich sehr drauf und in der Zwischenzeit nehme ich euch mal mit und wir gehen hier mal eine kleine Runde, damit ihr einfach mal seht, wo wir hier gelandet sind. Unser Stellplatz für heute. Kein Highlight, nicht vergleichbar mit den Plätzen, wo wir die letzten Tage hier auf Elba gestanden haben. Aber um ehrlich zu sein, eigentlich ging es für mich jetzt auch mehr darum, die Strecke hier hinzufahren, denn die war wirklich schön. Haben wir euch ja dann auch schon gezeigt, wie wir hier hochgehoppelt sind. Das war mehr die Herausforderung wie das Thema des eigentlichen Stellplatzes. Der liegt ganz gut, 7,5 Kilometer, 15, 16, 17 Minuten von der Fähre weg. Von daher gut positioniert. Es könnte schlimmer sein. Hier Private Property. Da haben wir nichts drin zu suchen, gehen wir auch nicht rein. Hier geht ein Wanderweg vorbei. Das scheint irgendwie ein bisschen was Bekannteres zu sein, zumindest unter den Wanderern. Jetzt sind die heute schon, wir stehen ein Stündchen vielleicht hier, 8, 9 Wanderer einzeln in kleinen Gruppen vorbei. Ja, die lassen es sich auf Elba auch gut gehen. Mit Rucksack, ohne Rucksack, Mehrtageswanderungen, Tagesausflüge. Ist ja auch vernünftig. Wetter ist ja noch gut. Und so soll jeder auf seine Kosten kommen. Es ist wirklich eine schöne Insel, die mit Sicherheit nicht komplett perfekt ist. Das Thema mit der Müllabfuhr haben wir schon angesprochen. Oder Müllabfuhrentsorgung, Müllentsorgung vielmehr. Das ist ein bisschen schade, aber ich denke, wenn man auf Campingplätzen steht, dann wird man das Problem nicht haben. Wenn man halt gerne so unterwegs ist wie wir, ich sag da mal frei und ungebunden zu, dann muss man halt mit den Herausforderungen klarkommen. Das ist so. Ja, hier ist der Wanderweg auch ausgeschildert. Da. Und das geht dann wohl hier das Treppchen hoch in den Wald. Jetzt kommt die Sonne mal wieder ein bisschen raus. Ich glaube, ich kann die Brötchen schon bis hier oben riechen. Offensichtlich sind hier sogar mehrere Wanderwege. Falls euch das irgendwie was sagt, dann könnt ihr ja grob einschätzen, wo wir sind. Hier geht es in den Wald rein, habe ich ja gerade schon gesagt, die Treppen hoch. Eine etwas schattigere Wanderroute. Und da steht unsere Alma. Die riecht unten natürlich schon wieder, was Bärbel da Gutes in der Bordküche zubereitet. Und tut sich jetzt ein bisschen schwer, mit mir auf die Gassi-Runde zu gehen. Aber hilft nichts, müssen wir durch. Und wenn ich mich ein bisschen strecke, sehe da halt doch noch mal was Wasser. Vielleicht kriege ich die Drohne nachher auch noch mal in die Luft. Das gibt halt immer ein etwas besseres Bild, einen besseren Überblick von der Gegend. Ganz nach meinem Geschmack. Rührei, Bacon, Herz, was willst du mehr? Ich habe gerade mal die Zeit genutzt und ein bisschen recherchiert, wie es für uns morgen weitergeht. Wenn wir morgen in Piombino angekommen sind, fahren wir weiter zu einer Entsorgungsstation. Und von da aus habe ich noch einen anderen Stellplatz rausgefunden. Da erzählt euch jetzt Svenja ein bisschen mehr zu. Ja, unsere Fähre geht um 8:15 Uhr. 9:15 Uhr sollten wir dann auf dem Festland in Piombino angekommen sein. Und dann haben wir circa 4 Stunden Fahrt, 235 Kilometer vor uns. Für uns geht es dann morgen wieder in die Emilia Romagna. Nicht, dass wir da schon gewesen sind, aber da war es ja schön.
Bis auf das Problemchen mit dem mit dem Campingplatz, 26 € wo du tot nicht über den Zaun hängen willst, unsere Meinung. Und für uns geht es dann in die Gegend von Modena Maranello. Vielleicht läuft ja oder fährt uns der ein oder andere Ferrari über den Weg. Das werden wir sehen. Und wir steuern dann dort erst einen Fähr- und Entsorgungsplatz. Der ist dort von der Gemeinde. Die nennt sich, kann ich nicht gerade nicht sehen, doch hier, Puvolo nel Frignano. Die haben da wohl so einen Stellplatz für Wohnmobilisten mit Fähr- und Entsorgungsstelle. Die steuern wir an. Und von da aus geht es dann wieder einen ganzen kleinen Tacken zurück, 4, 5, 6 Kilometer zu dem Stellplatz, den Bärbel für uns heute mal rausgesucht hat über Google Maps. Vielleicht klappt's ja. Lasst euch überraschen. Na, fällt euch was auf? Das Schöne an so einem Camper ist ja, man kann duschen, sich rasieren und an den unwirklichsten Orten dieses Planeten wieder wie ein Mensch fühlen. Rasur war jetzt ein bisschen überfällig. Haben wir jetzt mal nachgeholt. Jetzt habe ich mal wieder ein paar Tage Ruhe. Wirklich schön. Bärbel ist gerade im Bad. Macht sich die Haare noch ein bisschen frisch und einmal durchwaschen. Und dann können wir auch morgen wieder auf der Fähre unter Menschen. Das nette Camperpärchen, was wir ja auf der Hinfahrt noch auf dem Festland kurz kennengelernt haben und wo wir mitgesprochen haben, hatte uns ja mal den gar nicht so schlechten Tipp gegeben. Vielen Dank nochmal, falls ihr das seht, an euch. Vor der Einfahrt auf die Mole, den Pier, die Lane, wie auch immer, sich beim Ticketschalter nochmal schlau zu machen, wo man sich denn da auf dem Fährhafen denn nur einreihen soll. Das haben wir jetzt heute sogar per WhatsApp machen können. Blue Navy, da fahren wir ja morgen auch wieder mit zurück. Wir haben im Vorfeld gebucht. Und die WhatsApp-Hotline hat, Gott, wie lange hat die gebraucht jetzt? 2 Stündchen, 2 Stündchen, bis wir die Antwort hatten, aber war eigentlich ganz bequem. Wir haben einen Google-Link bekommen, wo wir uns denn einzureihen haben, ziemlich genau. Wir haben uns das schon fast gedacht, dass das größere Pier da sein wird. Aber gut, better safe than sorry, habe ich glaube jetzt auch schon 3-mal gesagt in dieser Videoreihe, aber so ist es nun mal. Dann sind wir morgen gut vorbereitet. Ich denke, wir werden hier so, was haben wir gesagt, 6, Viertel nach 6 irgendwie abhauen. Und dann haben wir 6:30, Viertel vor 7, wir haben ja nicht ganz so weit, müssten wir dann da sein. Und ja, um Viertel nach 7, glaube ich, geht die erste Fähre des Tages. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir sind um Viertel nach 8 dran. Und dann haben wir jedenfalls noch ein bisschen Puffer. Und wenn wir dann am Festland sind, müssen wir auch mal wieder an die Lebensmittelvorräte, zumindest am Aufstocken dran. Wir haben jetzt die letzten Tage sehr, sehr wenig bis gar nicht eingekauft. Immer mal wieder nur lokal. Hier ein Käse, da ein Baguette und haben erstmal das alles aufgebraucht, was wir dabei haben. Was sollen wir das auch wieder mit nach Deutschland schleppen? Macht ja auch keinen Sinn. Von daher, uns gehen jetzt so die Kaltgetränke aus und ja, die werden wir dann auffüllen. Morgen liegt wieder unser bekannter Discounter auf dem Weg zu unserem Tagesziel, wo wir dann auch nochmal Chemietoilette entsorgen können, Wasser auffüllen können. Und ich habe es ja schon gesagt, da müssen wir wieder so 4, 5 Kilometer zurück, bis wir dann an unserem Übernachtungsplatz angekommen sind. Das soll es für heute aber dann auch schon gewesen sein. Damit schließen wir das Video für den heutigen Tag ab. Wir sehen uns morgen früh beim Sonnenaufgang, vielleicht auch ein paar Minuten eher schon wieder. Euch einen schönen Feierabend, eine gute Nacht. Schlaft schön. Bis morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Kurz nach 5. Es ist noch stockduster. Hatte aber den Vorteil, ich konnte gerade 1, 2 schöne Bilder vom Dexter im Dunkeln machen. Blende ich euch kurz ein. Wir machen uns jetzt fertig. Die Nacht war richtig, richtig schwül. Wir haben jetzt heute Morgen auch schon wieder 24 Grad hier. Und dann gleich eben noch eine Runde mit der Alma gehen. Und ein bisschen Zähne putzen und Co. Und ich denke, dass wir uns dann, ja, in einer knappen Stunde, Dreiviertelstunde langsam hier wieder runtertasten. Mal gucken, ob dann ein bisschen Sonne wenigstens schon da ist. Ansonsten haben wir ja auch gute Beleuchtung. Wir starten in den Tag. Es geht zur Fähre, dann aufs Festland. Wie ihr das auch an der Windschutzscheibe sehen könnt, die ist arg beschlagen. Haben sogar mal die Klimaanlage angemacht. Das ist aber mächtig schräg, ne? Ja, und eng. Und müssen wir nochmal reversieren. Das war
Alter. Wir haben ein bisschen Schräglage gehabt jetzt. Müssen wir uns daran gewöhnen, dass es morgens früh dunkel ist. Hier mal wieder die Auswaschungen, danach den Hübbel. Oh, schön langsam. Und der nächste Hübbel. Gar nicht mehr so krass in Erinnerung von gestern, als wir hier hochgefahren sind. Ja, das war schon ein ganz schönes Stück. Hier waren, was denn? Hier, da siehst du bis das ganze Stück bis hier oben hin. Da müssen wir uns jetzt noch durcharbeiten und da vorne ist die scharfe Kurve, Ja, wo wir dann erst wieder auf Asphalt sind. Ja. Da sind noch ein paar Meter. Der Platz hier war wirklich sehr schön, sehr ruhig, haben auch wieder bis auf die Temperaturen wirklich gut geschlafen. Ah, guck mal, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ein Stückchen ist es noch, aber das ist aber auch fies, ne? Die haben hier links so den Weg weggemacht. Ja, Ich denke mal hier als Wassergraben oder so. ja, stimmt. Wenn du da mit dem Reifen reinrutscht, dann hast du auch gewonnen. Erst nochmal so Ja, eine Stolperkante. mehr links wie rechts. Wunderbar. So, wir nähern uns dem Ende. Noch 3, 4 Kurven. Dann hat uns der Asphalt wieder. Ja, und hier sind wir gestern falsch abgebogen. Ne? Ich glaube, Ja. das war da. Nee, da vorne, glaube ich. Noch Noch ein das Stück. Stück, genau. Noch Und ein dann Stück weit. Ja, richtig, hast du recht. Hast du recht. geht es ganz scharf Ja. links so den Berg hoch. Ach, zumindest Ah, sind die sehe ich ersten. schon die Fähre, oder? Eine? Nee, ich glaube, das ist ein Segler. Ah, okay. Da oben im Mast hatte Das sein sehen. Licht an, vorne die Steuerbordbeleuchtung. Das haben wir doch alles gelernt, Natürlich. wie die Beleuchtung ist. Ja, ich habe die Brille nicht auf. Ah. So, was sehen wir? Asphalt. Der Svenny hat gerade mal recherchiert, wie viele Einwohner die Insel Elba hat. Hier leben ca. 32.000 Menschen. Ja. Und auf was für eine Riesenfläche, muss man sagen. Wir kommen ja aus Wuppertal und wir haben 365, 368.000. Ich habe jetzt die genaue Zahl, ich weiß nicht, wann die letzte Mal erhoben worden sind. Also hat Wuppertal, unsere Heimatstadt, 12 Mal mehr Einwohner wie Elba. Jetzt wäre noch interessant zu wissen, auf welcher Fläche das verteilt ist. Google Siri Recherche hat ergeben, Elba hat eine Fläche von 224 Quadratkilometern und Wuppertal waren jetzt 168 Quadratkilometer. Also auf deutlich weniger Fläche das 12-fache an Einwohnern. Dann bist da wieder die Dichte der Menschen ist und warum es uns halt wie immer wieder raus ins Grüne zieht. Ne? So ist das. Wir sind dann auch angekommen. Der Bauch der Fähre der Blue Navy Italia Livorno scheint schon auf zu sein. Natürlich sind wir zu früh, keine Frage. Aber ein riesen Parkplatz. Nebenan fahren die anderen Fahrzeuge auch schon auf anderen Fähren. Wir sind am Hafen angekommen. Da seht ihr den Blue Navy Shop. Da wäre ich jetzt normalerweise hingegangen und hätte mich erkundigt, an welche Mole wir uns anstellen müssen. Ich gehe mal mit euch hier rum, damit ihr das mal seht, das Gelände hier. Hier ist das ausgewiesen, Blue Navy. Die ist für uns Piombino. Da seht ihr die Fähren, das ist unsere Fähre. Hier sind
verstehe ich nicht so ganz, dass es hier beschildert. Wir sind jetzt von der anderen Seite gekommen, wie ihr seht. Wartet. Da steht der Dexter. Da ist das Hafengelände. Und hier sind diese Bereiche, in welche Mole man sich einreihen muss. Wir gucken gleich einfach mal, wie chaotisch das hier wird. Ist auch wieder so richtig typisch wir. Sehr früh im Hafen, vorher erkundigt, wo wir hin sollen, was wir machen und tun. Und wir stehen am falschen Pier. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und Bärbel gerade noch mal im Ticketschalter drin gewesen. Zeitlich sind wir jetzt noch gut dabei. Aber wenn wir von der Fährgesellschaft, der Blue Navy, schon die falschen Informationen bekommen, wo wir uns anzustellen haben, ich weiß es wieder nicht. Ja, okay, ist jetzt noch mal gut gegangen. Wir stehen jetzt hier. Ich drehe mal einmal kurz. An Pier 7 anstatt Pier 6. Ja, so. Egal. Wir sind noch da, wir sind eingecheckt, Ticket ist gescannt, alles ist gut. Dann warten wir jetzt mal auf die Einfahrt, die müsste ja gleich losgehen. Die ersten Fahrzeuge setzen sich in Bewegung, es geht los. Zack, zack, Lane 7, das sind wir. Jawohl, ja. Hier wieder für Und Glück weiter. haben. Die Großen als erstes. Perfekt. Dafür, dass die vorhin alle an uns alle überholt haben. Ja, weil wir schön brav an dem falschen Pier gestanden haben. Los geht's! Polter die Polter! Mal Boah, gucken, das war auch knapp. ja, mal gucken, wo die uns einreihen hier. Ganz rechts außen, na wunderbar, direkt wieder an der Treppe. Da kennen wir uns noch aus und hier haben wir sogar Ein- und Ausgang, wo wir hin können. Hier stehen wir erstmal gut. Da ist er wieder, der Dexter. Kommen wir doch noch mal eben oben was näher. Für die Rückfahrt haben wir es uns draußen gemütlich gemacht. Mit Sitzgelegenheit. Und frisch. Und frischer Luft, genau. Das ist dann Pier 6, wo wir heute Morgen falsch gestanden haben. Ganz schön dunkle Wolken hier. Gut, wir sind drauf. Haben ein schönes Plätzchen, meine beiden Damen. Wird noch beladen hier. Und dann geht's gleich los. Kann natürlich sein, dass wir jetzt am Heck sind, ne? Aber wir mussten als erstes drauffahren. Genau, wir waren dritte oder vierte Auto. Dafür, dass wir so spät dran waren. 2 Minuten vorm spätesten Check-in. Nochmal einen kurzen Blick hinten auf den Sportboothafen. Und hier unten läuft die Beladung noch weiter. Sind wir schon wieder zurück im Dexter. Wir sind kurz vorm Anlegen am Festland. Und ja, Überfahrt war ein bisschen windiger, aber war gut, ne? Trotzdem ruhig. Wir haben uns ja, habt ihr gesehen, ein Plätzchen draußen gesucht. Gerade noch ein anderes Pläuschen mit einer Family, auch mit dem Hund gehalten. Da kommt man immer ganz gut ins Gespräch. Jetzt warten wir darauf, dass wir anlegen, dass wir rausfahren können. Dann machen wir uns eine Stunde auf den Weg Richtung Norditalien, so grob. Unterwegs tanken, Lebensmittel ein bisschen auffüllen und ja, mal gucken, was passiert. Wir melden uns. Wir haben angelegt. 1 Stunde 19, knapp 90 Kilometer, 88 Kilometer bis zu unserem Discounter. Dann gucken wir mal, dass wir hier wieder rauskommen und uns einreihen. Wir sind raus aus dem Hafengewusel und gerade auf die E80 aufgefahren.
Für die, die es noch nicht wussten, ich meine, wir sind ja auch mit 2 Rädern lange unterwegs gewesen und aktuell mit 2 Rollern, mit 2 Wespen und hier fährt auch gerade eine. Hier gibt es in Italien Schnellstraßen, Bundesstraßen, SS-Straßen, wie auch immer sie hier heißen. Da darf man erst ab 250 Kubik, also eine Auffahrt mit 249 Kubik ist durchgestrichen, darf man hier jetzt nicht befahren. Also ich habe das mal irgendwo ganz grob im Hinterkopf, mal irgendwo auch bei YouTube gesehen. Aber ja, so ist das wohl hier. So, wir dürfen hier 110 fahren, 38 Kilometer bleiben wir noch hier drauf, mautfrei, trotz dass es eine grüne E80 ist. Und dann schaffen wir jetzt mal noch ein paar Kilometer, machen ein bisschen Strecke und dann sehen wir uns später wieder. Nun sind wir ja von der Insel Elba runter und haben gerade noch mal Revue passieren lassen und überlegt, was wir denn so an Ausgaben hatten auf der Insel Elba. Sage und schreibe 10 Euro. Ja. Plus Fähre, ne? Ja. Also die hätte 164, 168 Euro hin und zurück beides zusammen gekostet. Jetzt haben wir, deutsche blöde Mentalität, noch Reiserücktritt und Storno-Versicherung damit abgeschlossen. Jetzt waren wir bei 202, 203 Euro. Ja, aber alles in allem. Ansonsten haben wir 10 Euro für die Fähr- und Entsorgung bezahlt, wo Bärbel duschen gegangen ist. Habt ihr ja gesehen. Nicht, wo Bärbel duschen gegangen ist. Das Video wird es auch nicht geben. Man weiß es nicht. Ne? Vielleicht bei einer Kanalmitgliedschaft, bei einer kostenpflichtigen. Also irgendwas müssen wir uns ja noch einfallen lassen irgendwann. Ja, 10 Euro. Also ist nicht so, dass wir versucht hätten, also nicht bewusst versucht hätten, mehr Geld auszugeben im Sinne von Stellplätzen. Aber wir wären da ganz gerne mal essen gegangen. Aber das war alles für uns irgendwie zu Touri-mäßig, ne? Wo wir gesagt haben, nee, das ist es irgendwie nicht. Und ja. Hat nicht gepasst. Hat nicht gepasst, muss man sagen. Ja, ansonsten stellplatzmäßig nicht 1 Cent ausgegeben. Nur für die Fähr- und Entsorgung. Günstige 4 Tage auf Elba. Es ist wieder Zeit zum Tanken. 4.565 Kilometer haben wir runter. Bärbel ist gerade schon mal dabei, das Kärtchen wieder reinzustecken. Self-Service und nicht mit Service. Dann kostet der ganze Spaß hier nämlich 16 Cent pro Liter mehr, wenn die Dame aus ihrem Häuschen rauskommt und unseren Dieseltank befüllt. Wir legen mal eben los. Oh, der geht nicht. Ich war gerade bei der Tankwärtin drin, Hände und Füße wieder. Der Automat für die EC-Karte ist wohl defekt und ich gehe jetzt gleich rein bezahlen. Ja. Der Nüppel kann wieder nicht festgemacht werden hier unten. Doch. Die erste Tanke in Italien, wo das funktioniert. Ich bin so happy. Ihr glaubt's alles gar nicht. 1,59. 9. Dann gucken wir mal, ein bisschen mehr müsste reingehen diesmal. Gut, gehst du gleich rein bezahlen. Wir haben fertig knapp 70 Euro, 43,7 Liter. Wir haben ja immer so eine schöne Tank-App, wo wir alles eintragen, eingeben. Ich blende euch mal die letzten Tankvorgänge hier ein. Ja, hält sich sehr die Waage, würde ich sagen. Egal, ob wir die Pässe oder... wer grinst denn da? Pässe, Landstraße, Autobahnstückchen fahren. Verbrauch ist wirklich gut und sind wir sehr mit zufrieden. Angekommen am Lidl. Hier ist ein bisschen Wiese. Habe ich die Alma mal kurz rausgelassen. Bärbel ist drin einkaufen. Ja, sieht so suboptimal schön aus, ne? Aber ist ja auch nur ein kleiner Zwischenstopp, damit wir die Lebensmittel wieder aufgefüllt bekommen. Und dann geht es für uns weiter. 3 Stunden Fahrt haben wir noch bis zu unserer Fähr- und Entsorgungsstelle. Dann sind wir auch wieder frisch dabei. Wobei wir, glaube ich, nur entsorgen werden. Und wir haben die Bestätigung von unserem Stellplatz bekommen. Den haben wir reserviert. Heute ist Dienstag, Mittwoch. Von Mittwoch auf Donnerstag haben wir uns dann
Plätzchen reserviert. Ja, guckt euch das mal an hier. Ja, alles nicht so schön, ne? Und da lassen wir es uns gut gehen. Wenn das alles hinhaut und die Beschreibung stimmt, dann stehen wir da auf einer riesen Apfelbaumplantage, wo man auch sämtliche Produkte rund um den Apfel kaufen kann. Das werden wir dann mal testen und vielleicht das eine oder andere noch mitnehmen. Frischer Apfel, ich weiß nicht, was die da haben. Apfelwein, keine Ahnung. Wir gucken mal und da kriegen wir jedenfalls auch Frischwasser und Co. Und dann werden wir uns da wieder versorgen. Stellplatz ist ja mal geradezu prädestiniert für den Dexter. Denn hier unter die kleinen, wenn auch gut gemeinten Abdeckungen passen wir ja nur wirklich nicht. Hier haben wir einen schönen Einzelstellplatz. Den haben wir uns genommen, da können wir in Ruhe stehen, wir stören keinen. Bis die Bärbel aus dem Lidl zurück ist. Bin am Schwitzen von nix, 25, 26 Grad nur, in Anführungsstrichen. Aber wir haben 80% Luftfeuchtigkeit. Ja, der Alma ist am Hecheln, hat gerade getrunken wie irre. Wir werden uns gleich wohl auch noch was reinkippen, sicher ist sicher. 3 Stunden Fahrt, habe ich schon gesagt, haben wir jetzt noch. Ja, warm, drückend. Wir sind im Übrigen auf der Via Napoli in Colle Salvetti sind wir, da an dem Lidl. Ja, 3 Stunden, 3 Minuten, 150 Kilometer, 3 Stunden. Na, mal gucken, wo die Fahrt für uns lang geht. Ich bin vom Einkaufen zurück. Ich war jetzt circa eine Dreiviertelstunde da drin. Ja, unsere Vorräte sind aufgefüllt. Witzig war, in der Kühlung ist der Oktober ausgebrochen. Mit den Wiener Würsteln und den Bratwürsteln und der Haxe. Das war sehr lustig, das hier zu lesen. Also stand alles in Deutsch auf der Verpackung drauf, oder was? Meinst du? Ja, ganz genau. Ja. Also ich stand vor dem Regal und stand auf Deutsch drauf. Fand ich sehr lustig. Ich bin sogar fündig geworden und habe Autan gefunden. Autan. Ich bin happy. Ja, nicht nur du, auch ich. Wer uns auf Instagram folgt, Destination 4x4, der wird meine kleine Mückenstech-Statistik mitbekommen haben. Linker Unterschenkel 27 Stiche. Rechter Fuß, also wirklich Fuß, aber nur obendrauf 14 Stiche. Also es ist nicht mehr feierlich. Ich habe jetzt auch nur bis vor wenigen Minuten Sneakersocken dabei gehabt. Da hat Bärbel mir jetzt auch noch etwas höhere mitgebracht. Die sind natürlich bei den Temperaturen auch nicht gerade geil. Scheiß Blitzer. Aber alles fein. Aber ich habe keine Lust mehr. Also ich habe jetzt eine dünne Funktionshose, eine lange an und mir reicht es jetzt erstmal. Der Unterschenkel links, der ist so angeschwollen, dass man nicht mehr sehen konnte, wo hört der Unterschenkel auf, wo fängt der Fuß an. Und ich bin auch nicht mehr in ein paar Turnschuhe reingekommen, weil der rechte Fuß durch die ganzen Stiche so angeschwollen ist. Reicht. Also wir haben zwar hier diese Tabletten dabei, wie heißen sie? Cerin oder so. Cerin. Diese Allergietabletten. Ja. Haben wir zwar dabei, aber die machen mich so hundemüde. So. Wenn wir jetzt... Ey, das sieht auch nicht gut aus. Wenn wir das sehen. Der ist abgefackelt. Ja, also die machen mich so müde und wenn wir dann fahren und Konzentration und so, da habe ich jetzt auch nicht so richtig Lust drauf. Aber wir haben auch noch irgendwie so eine Salbe, da ist so 0, irgendwas Cortison drin, die hat schon mal ein bisschen geholfen. Aber reicht nicht. Ich bin Bärbel extrem dankbar für das Autan, in der Hoffnung, dass es ein bisschen hilft. Wir haben ja auch hier unsere Zitronella-Kerzen dabei. Aber das hilft ja nicht so wahnsinnig viel, wenn wir uns draußen bewegen. Ne? Ja. Da sind die Viecher ja nun mal auch. Kurze Hose, offene Schuhe. Wir marschieren durchs Gras mit der Alma. Ja, passiert. Ist jetzt kein Riesenbeinbruch, aber irgendwie das ist schon lästig. Es ist schon wirklich lästig. Ja, also von daher sehr dankbar. Lange Sneakersocken hat Bärbel, lange Socken in schwarz, hoffe ich. Ja, mir mitgebracht. Ja, wer meinen Kleiderschrank
haben und einen ganzen Tag bis jetzt, ne, ist richtig, noch nichts gegessen haben, bin ich Bärbel dankbar. Die hat hier irgendwelche Blätterteig, Dreieck, was auch immer. Auf meine Frage gerade, was sie uns denn da Leckeres mitgebracht hat, sagt sie, Weiß ich nicht. weiß ich nicht. Also müssen wir jetzt zusammen den Geschmackstest machen. Das hilft ja nur alle nicht. Und? Schokolade. Ach, glücklich. Die kleinen Dörfjes haben wir hinter uns. Also die Durchgangsdörfer, sage ich jetzt mal. Und jetzt sind wir auf der SS64 unterwegs. Die schlängelt sich schon wieder sehr. Freuen wir uns drauf. 1 Stunde 47, 75 Kilometer haben wir noch bis zu unserem zweiten Zwischenziel. Der Discounter war ja das erste heute. Jetzt schlängeln wir uns die Serpentinen wieder ein bisschen runter. Wir hatten hier gerade wieder so eine schöne Aussicht. Vielleicht können wir das gleich nochmal für euch ein bisschen einfangen. Ein paar Kurven haben wir noch bis unten hin. Val di Bura. 1 Stunde haben wir noch zu fahren, 40 Kilometer. Sind hier gerade in dem Ort Silla, S-I-L-L-A, und an so einer schönen Parkanlage vorbeigekommen. Da hat sich angeboten, mit dem Dexter mal eben hier rechts ranzufahren und die Alma mal eben kurz rauszulassen. Ein paar Tröpfchen kommen runter. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Serpentinen vor uns, freuen wir uns drauf, und dann wird entsorgt. Augen auf, wenn man durch die Gegend fährt. Hier haben wir gerade gestanden, das ist der Park, wo wir die Alma eben kurz rausgelassen haben. Und direkt angrenzend hier in Silla gibt es einen Wohnmobilstellplatz. Da stehen wir jetzt mal drauf zur Fähr- und Entsorgung. Sparen wir uns nämlich heute bestimmt 1 Stunde Umweg. Guckt mal hier. 6 Stunden 3 Euro, 12 Stunden 6 Euro, 24 Stunden 12 Euro. Ihr fahrt hier drauf, zieht euch hier ein Ticket, die Schranke geht auf, ihr fahrt da durch. Beim Rausfahren, das werden wir gleich ausprobieren, haben wir hier die Bezahlmöglichkeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stellplätze sind das hier. Und für 3 Euro nutzen wir jetzt mal eben die Chance und werden unsere Chemietoilette loswerden. Hier noch in einem kleinen militärischen Ambiente dabei. Reserviert für Karawan, also Wohnmobile. Und bei dem Preis habt ihr Strom kostenlos mit dabei. Oder inklusive, wie rum auch immer. Wunderbar, 3 Euro, das ist es uns jetzt wert. Dafür, wie gesagt, sparen wir 1 Stunde Fahrerei. Und dann legen wir jetzt mal eben los mit der mit der Entsorgung. Hier gibt es Frischwasser, Kassetten, aufdrehen, WC-Kassetten. Der Automat hier oben ist deaktiviert, weil es alles inklusive mit den 3, 6, 12 Euro, je nachdem wie lange ihr bleibt. So, wir sind entsorgt. Versorgung machen wir, wie gesagt, ja dann ein bisschen später. Und jetzt gucken wir mal, wie wir bezahlen können. Bärbel ist vorgelaufen zum Bezahlen. Dann gucken wir mal, wie wir jetzt hier wieder rauskommen. Kamera. Da muss der Code dran. Place the ticket. Ja, musst du da vorhalten. Ist da so ein... Kamera ist hier. Ja, Und das ja, sieht dann musst du das auch...
Das sieht schon wieder nicht sehr kundenfreundlich aus hier. Bedienungsfehler. Erst unten das Knöpfchen drücken, dann scannen. Jetzt bezahlen und zack, geht die Schranke auf. So, dann sind wir da auch wieder draußen. Eben noch die Bärbel wieder einsammeln. Nutze ich auch direkt die Gunst der Stunde und werde dann noch unseren Müll entsorgen. Genau, dann haben wir das alles erledigt. Frischwasser kriegen wir ja dann morgen. Genau, aber Da müssen wir nicht hier das machen. hätten wir hier machen können und da hätten wir dann für alles zusammen wirklich nur 1 Euro bezahlt. Und das finde ich. Jetzt hast du 1 Euro bezahlt. Einen einzigen Euro. Ach, okay, weil da steht ja 3, 1 Euro. ja. Ja, Vielleicht weil wir nur so kurz drin waren. wirklich. Ja, ich meine, gut, Leute, das ist natürlich ein Angebot, ne? Frischwasser, man muss immer draufdrücken, sie kommen immer 10 Liter raus. Kassettenentsorgung, Grauwasserentsorgung und hier vorne dann auch noch den Müll für 1 Euro. Haben wir doch alles richtig gemacht. Kennt ihr das Gefühl, wenn alles erledigt ist, wenn ihr eure To-Do-Liste abgearbeitet habt und die Sachen noch einfach funktioniert haben? Und trotz Regen fühlt sich alles gut an. Also ich bin gerade wirklich sehr zufrieden, dass wir das Fahrzeug end- und später auch versorgen konnten. Ja, und es regnet und es fühlt sich trotzdem einfach alles Gut und richtig gut an. und richtig gelungen an. Ja, Und Lebensmittel haben wir Nachschub. Der Dexter ist vollgetankt mit Diesel. Unsere Chemietoilette ist entleert. der Müll ist entsorgt. Müll ist entsorgt. Der Hund war auf der Wiese, wenn ihr versteht, was ich meine. Alles super. Ja, jetzt regnet halt, aber auch das macht die Gemütlichkeit im Fahrzeug halt einfach aus. Und das hatten wir so vom Gefühl her bei unseren Touren mit dem Lada Niva, wo das Dachzelt noch auf dem Wagen war, oder dann auch hinterher, ich sag mal, mit diesem deutlichen Komfort-Upgrade, muss man auch fairerweise sagen, mit unserem Offroad-Anhänger, haben wir das so einfach nie gehabt, oder? Nee. Ja. Also das ist, fühlt sich jetzt wirklich gut an. Ja. Ja. Und das Thema mit der Toilette, das haben wir ja auch schon mal angesprochen, ob ihr uns da einen Tipp geben könnt, kristallisiert sich für uns immer mehr und mehr eine Richtung raus. Ich bin mal gespannt, was wir in den Kommentaren von euch lesen. Klesana, Sogumbau, Trockentrenntoilette, welche Trockentrenntoilette? Ja. Ja, Mal oder gucken. vielleicht gibt es auch einfach noch irgendwas, was wir nicht kennen. Ja, es gibt ja noch diese Dieselverbrennungstoilette. Die, muss ich jetzt allerdings fairerweise sagen, natürlich von den Hinterlassenschaften das Optimum ist. Ne? Es bleibt dann einfach nur ein bisschen, bisschen Asche da. Aber 1,5 kW ist jetzt mein letzter Kenntnisstand pro Verbrennungsdurchlauf. Ist dann einfach auch verdammt viel Energie. Das geht vom Diesel ab. Ich meine, ich hätte mal nachgeguckt, wie viel Heizleistung, Verbrennungsleistung 1 Liter Diesel hätte. Und schlagt mich nicht, falls ich es jetzt falsch im Kopf habe. Ich meine, dass 1 Liter Diesel irgendwie für 5, 6, 7 Verbrennungen mit dieser Dieselverbrennen, Verpuffungs-, wie auch immer, Toilette reichen würde. Was dann auch wieder natürlich auf die Dauer nicht viel ist. Ne? Das ist, ich sag mal, wir sind zu zweit. Ja, aber Sieht auch ich, schön aus. ja, schönes Häuschen. Und aber ich glaube, der Einbauaufwand ist einfach exorbitant höher mit dem Verbrennungskamin und so weiter, wie zum Beispiel mit einer Trockentrenntoilette oder einer Klesana, die natürlich auch Strom braucht zum Vakuumieren und Verschweißen, aber eben deutlich weniger. Also wir sind gespannt. Das Thema geht ja durch die Wohnmobilisten-Camperwelt wie quasi kein zweites. Und ja, wir stecken jetzt auch im wahrsten Sinne des Wortes mittendrin, werden aber auf jeden Fall spätestens zu unserer zweiten Saison 2026 mit dem Dexter eine andere Toilette hier drin haben. Mal gucken, vielleicht helfen uns eure Tipps noch weiter. Wir freuen uns.
Der Italienkenner wird anhand dieses Videos, dieses Panoramas wissen, in welcher Region wir unterwegs sind, oder? Wir sind zurück in der Emilia Romagna und fahren hier gerade wirklich eine sehr schöne, ja, ich nenne es einfach schon mal Panoramastraße. Links und rechts Blick auf die Berge und Felder. Wieder ein Träumchen, auch wenn es regnet. Das hier ist mal eine ganz andere Ecke der Emilia Romagna. Wie die wir gesehen haben, wo wir am Hinweg zum Campo Imperatore waren. So gepflegte Anwesen und liebevoll. Grundstücke. Ja, sehr liebevoll eingerichtet und gepflegt und dekoriert. Unglaublich. Ja. Und dann wieder dieses klassisch Grüne, aber wir haben gerade schon gesagt, ein Tacken offener wie die Emilia Romagna am Hinweg. Ne? Ja. Ich gucke mal eben gerade nach. Gebt mir eine Sekunde. Die macht gerade wirklich wieder einiges Ja. gut. Niviano. Niviano. Via Niviano sind wir unterwegs. Von Castellino di Vericcia Richtung La Voccio. Vielleicht kann Bärbel das hier mal kurz einblenden. Von hier. Jetzt sind wir da ziemlich mittig und fahren hier hoch. Das ganze Stück seit dem Fluss hier unten an der SP4 sind wir hier lang gefahren. Also, wenn ihr hier seid, unbedingt hier lang fahren. Ja. Unbedingt. Langsam durchfahren. Ja. Das wirklich, es lohnt sich wirklich. Ganz weit ab vom Schuss, hat nichts mit Tourismus oder was zu tun. Nein. Aber für Naturliebhaber und zum Angucken von wirklich gepflegten Häusern und der Mutter Natur eine ganz klare Empfehlung von uns. Wir sind angekommen. Mal für uns ein ganz anderer Stellplatz, ist ein bisschen knapp. Wir gucken hinten ein bisschen rüber mit unseren 6 Metern. Mal gucken, was heute hier noch los ist. Ich glaube nicht mehr viel unter der Woche. Wir sind hier bei so einer Burg auf einem Parkplatz. Hier ist wirklich nicht viel. Und ja, gebe ich mal zu, den Platz heute haben wir von Park4Night. Der lag jetzt einfach so praktisch auf unserer Durchreise nach Norditalien, dass wir einfach gesagt haben, komm, das probieren wir jetzt mal aus. Hier soll irgendwo noch ein kleiner Trinkbrunnen sein. Ob wir den benutzen oder nicht, weiß ich nicht. So. Und viel mehr ist hier oben auch gar nicht los. Ich gehe mit euch mal eine Runde. Hier kann man längs parken noch. Vielleicht stellen wir uns auch noch mal um. Wir haben uns jetzt hier unten hingestellt. Da sind wir einfach ein bisschen sichtgeschützter, windgeschützter vielleicht auch. Ja. Aber da aus dem Tor raus links und dann rechts stehen auch noch ein paar Autos. Und dann müssen wir ja jetzt nicht unbedingt direkt hier vorne stehen und großartig auffallen. Das muss ja auch nicht sein. Müll ist hier. Percegio non custodio. Solange wir das jetzt hier nicht... Non ist immer nicht schlecht, ist immer nicht so gut, ne? Percegio non custodio. Ich werde das gleich mal übersetzen. Ich hoffe, ist nichts Blödes für uns. Wir werden sehen. So, wir sind hier. Don Cesare Adani. Hier haben sie ein bisschen nett noch Deko hingemacht und das sind die Autos, wo ich gesagt habe, die parken hier unten noch. Hier kann man ja auch noch wandern gehen. Und wenn man halt auf den Platz hier drauf guckt, sind wir erstmal nicht zu sehen. Erst wenn man hier um die Ecke guckt. Ja, wir waren jetzt heute alles in allem. Der Wecker ist um kurz nach 5 gegangen. Jetzt haben wir 4, also 11 Stunden unterwegs.
Ich muss sagen, reicht mir jetzt von der Fahrerei. Also war trotzdem ein schöner Tag, ein bisschen durchwachsen vom Wetter. Aber haben wir ja schon gesagt, also wir haben alles fair und entsorgt. Frischwasser, falls was benötigen, ich glaube nicht. Das kriegen wir, glaube ich, hier auch noch irgendwo. Sollen wir mal eben noch mal zusammen gucken gehen? Ich meine, bei der Einfahrt schon irgendwas gesehen zu haben. Ach, da ist es doch. Guckt mal. Direkt gegenüber von der Einfahrt. Ich weiß nicht, ob man hier noch hochfahren könnte zur Burg oder ob das schon der Wanderweg ist. Weiß ich nicht. So, hier ist die Wasserquelle. Mal eben gucken, ob da auch was rauskommt. Ja. Also, falls Bedarf da ist, zumindest zum Aufkochen und so, wird das wohl gehen. So, dann marschiere ich jetzt mal eben zurück, mache mal ein Foto von dem Schild. Und dann sind wir hinterher schlauer, was wir hier dürfen oder nicht, hoffentlich. Die Italiener von euch werden es wissen, oder die der italienischen Sprache mächtig sind, bedeutet einfach nur unbeaufsichtigtes Parken. Also hier ist kein Parkwächter, vermutlich damit hier keine Ansprüche geltend gemacht werden, falls hier irgendwie die Autos aufgebrochen werden oder was auch immer. So, von daher ist das doch erstmal gut für uns. Keine Verbotsschilder, kein nur paar Minuten Parking. Und wir sind ja auch morgen früh wieder weg. Da bezaubert uns jetzt noch ein bisschen was zu essen. Und ich gucke mir mal die Videos von heute an, schneide den heutigen Tag noch. Und ich glaube, dann hat die liebe Seele Ruhe für heute.